Die Japaner sind ja nun führend in ihrer Robotertechnik. Also haben sie gesagt, wie wird denn ein Hotel der Zukunft aussehen? Und da ist die Rezeptionsdame aus Plastik. Wenn man ständig mit diesen Themen der digitalen Transformation zu tun hat, ist natürlich die Frage schon naheliegend, wie werden diese Technologien das Arbeiten an sich verändern. Und deshalb haben wir darüber nachgedacht, Mensch, dann lasst uns doch mal eine Tagung, I4J, Innovation for Jobs Tagung, hier am HPI machen, um dieses Thema in die öffentliche Diskussion zu bringen. For every person who likes their job and is engaged in it, there are 2 people who are actively disengaged who hate their job. Everybody can create value for other people. We just need to innovate a system so that people can find each other and find out about what they can want from each other. Wir brauchen hier konkurrenzfähige Arbeitsmärkte, die morgen anders aussehen als heute. Und wer da weiter schlafen will, der verpennt die Realität. The idea that everyone is going to have, or most people are going to have a full-time job into the future is just not part of what's going forward. We have to think of a way to make it possible for people to work a lot of part-time jobs. So we have to figure out a way to make this work. Was sind die Regeln, die wir als Politik vorgeben sollen oder die Voraussetzungen und die Infrastrukturen, die wir schaffen sollen, damit das funktioniert und damit aus dieser Transformation ein Mehr an Chancen für alle wird? Das Erste, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass das, was heute in den Job Descriptions der Mitarbeiter steht, mit der Zukunft noch wenig zu tun haben wird. Wenn es um das ganze Thema Umqualifizierung geht, sind wir dabei, eine mitarbeiterscharfe Skill-Datenbank in der Firma aufzubauen, dass sie wirklich verstehen, wer muss eigentlich passgenau welche Qualifizierung erfahren, damit er eben auch zukunftsfest ausgebildet wird. Ich glaube, wir brauchen Raum zum Experimentieren, wo auch nicht gleich die große Compliance-Keule drüber hängt. Ich glaube, der ganze Design-Thinking-Ansatz, der hilft total, die Perspektive zu wechseln. Wie kann man sowas eigentlich people-centric machen? Ja? Ein herzliches Dankeschön an die 40 internationalen Experten und Entscheider, mit denen wir, mein Team und ich, gestern das große Vergnügen hatten, einen Design Thinking Workshop zu diesem Thema durchzuführen. Wir haben in Teams zusammengearbeitet und was ich wirklich sehr bemerkenswert fand, ist, diese Teilnehmer kannten sich vorher nicht. So let's do a train and walk around to get inspired, and when you have an idea, you say it loud and put it in the bag. Gemeinsam mit den Teams möchten wir Ideen entwickeln, die greifbar sind, aber auch radikal. In meiner Gruppe hier läuft das recht gut. Wir sind sehr unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Backgrounds haben wir. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, auch etwas radikalere Ansätze zu machen, die man dann ja wieder runterbrechen kann, wenn nötig. Wenn wir uns im Design Thinking mit Prototyping auseinandersetzen, dann probieren wir vor allem komplexe Systeme relativ einfach darzustellen. If we think about a prototype, which is a combination of Pinterest and the Carpenter 3D tool, I would like to talk about the solution. It was a mix of Uber and Barber. Therefore, it's called Bürber. So you can choose where and when you want to get your haircut. And this is why our question is, which kind of services could the Uber model extend? We all have too much information, most of it's wrong. The result is people get very confused, make bad decisions. This is going to be the case until we launch the Truthalizer app. So our team talked about the pitfalls of digitalization. What is the opposite of fear? It's of course love, but it's also fun. We want to implement a play day. In the end, our question was, how can we embrace technologies by playing it, and how much playing do we need? Ich würde mir wünschen, dass Tools, die wir heute im täglichen Arbeitsleben schon einsetzen, die wir verwenden, die wir nutzen, die wir auch benötigen, eine ganz andere Sogwirkung mit sich bringen, dass da dieses Thema Leichtigkeit, spielerisches Element mit reingebracht wird, sodass man auch wirklich mit Freude an diesen Tools arbeitet. Leute haben Angst, was Neues anzunehmen. Leute gehen mit Angst zur Arbeit. Wie kann man denen denn das nehmen? Die Politik kann vor allem eins tun, nicht immer die Angst zu adressieren. Und das machen wir viel zu oft. Ich meine, das klingt so ein bisschen kitschig, oder? Und auch ein bisschen esoterisch. Aber lass uns doch mal über Liebe sprechen. Lass uns mal über Frieden sprechen. Weniger Ellbogen, weniger so, oh, meins, meins, meins. Mehr Netzwerken, mehr Lachen, mehr Socializing, mehr Besenkammern ausbauen, mehr Liebe machen dort. Wenn ich mir diese technologischen Umbrüche angucke, das kann ich nicht vorhersagen. Ich weiß nur eins, wir müssen die Chancen ergreifen.
wir müssen deutlich schneller werden. Wir müssen uns auf die Spitze der Bewegung setzen. Nicht immer nur über die Risiken rumdiskutieren und dann wird das schon klappen.